Hi, ich bin Christopher von iDock und heute möchte ich dir zeigen, wie du den Akku von deinem Motorola Moto X Play selbst austauschen kannst. Die Reparatur ist etwas schwieriger, weil viele Teile stark verklebt sind und du solltest ungefähr 45 Minuten dafür einplanen. Du benötigst nur 4 Werkzeuge und das sind im Folgenden ein Stahlspatel, eine Pinzette, ein Torx-Schraubendreher und ein Spatscher. Außerdem empfehle ich dir noch unsere Magnetmatte, die findest du in unserem Online-Shop genauso wie die anderen genannten Werkzeuge. Solltest du an einem Schritt nicht weiterkommen, kannst du eine bebilderte Anleitung auf unserer Internetseite finden und dort hast du auch die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Reparatur. Bevor ich mit der Reparatur loslege, schalte ich das Gerät aus, damit ich keine Kurzschlüsse verursache. Ich entferne jetzt den SIM-Kartenschlitten, dafür drücke ich mit dem Werkzeug in das kleine Loch, bis der Schlitten herausrutscht und dann kann ich ihn herausnehmen. Um das Gerät zu öffnen, muss ich am unteren Ende in die kleine Öffnung mein Werkzeug einführen und dann das Backcover vorsichtig lösen und wegnehmen. Ich entferne jetzt die 17 Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher aus dem Gehäuse, um dieses danach entnehmen zu können. Bei den Schrauben besteht keine Verwechslungsgefahr, die sind alle gleich lang. Jetzt kann ich das Gehäuse schon entfernen, dabei werden mir vielleicht die beiden Tasten für Standby und Volume herausfallen. Sollten euch die beiden Tasten nicht herausfallen, könnt ihr sie auf jeden Fall danach sofort entfernen. Gut, dann trenne ich jetzt den Akku und danach gleich die NFC-Antenne. Dann entferne ich jetzt den Akku, indem ich meinen Stahlspatel seitlich vorsichtig hier drunter führe und etwas heble. Das mache ich auf beiden Seiten. Und man merkt dann dabei, dass es sich immer mehr löst. Und als nächstes versuche ich den Stahlspatel vorsichtig unter den Akku zu führen, bis ich den Akku dann herausnehmen kann. Jetzt baue ich den Akku wieder ein und dafür brauche ich nur ungefähr die Position, die ich mir mit dem Stecker ganz gut merken kann, finden und dann drücke ich den Akku noch etwas an, damit er sich wieder ordentlich verklebt. Ich schließe jetzt die NFC-Antenne an und danach gleich den Akku. Ich setze jetzt das Gehäuse wieder auf und schraube mit dem Torx-Schraubendreher die 17 Schrauben wieder ein. Das spule mir für euch etwas vor, damit ihr euch das Ganze nicht komplett ansehen müsst. Jetzt habe ich das Gehäuse wieder angebracht und darf jetzt aber nicht die Tasten vergessen einzusetzen. Um das Gerät wieder zu schließen, setze ich jetzt das Backcover an. Das muss einmal ganz flächig angedrückt werden, damit alle Nasen in den Rahmen einrasten. Jetzt setze ich den SIM-Kartenschlitten wieder ein. Dafür führe ich ihn in die Öffnung und drücke ihn mit dem Finger herein, bis er einrastet. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise können über die Kommentarfunktion gestellt werden und die werde ich gerne beantworten. Bis zum nächsten Mal.